Wir haben heute etwas ganz Besonderes auf unserer Anlage, die kraftvolle Euro 9000 Mehrsystemlokomotive. Das Original stammt von Stadler Rail, das Modell von SüdExpress. Und genau das sehen wir uns im ausführlichen Praxischeck genauer an. Wir prüfen die Details, bauen den Decoder ein, testen den Energiespeicher, sehen uns die vielen Funktionen an, machen einen Zugkrafttest und noch vieles mehr. Wundervolle Fahrszenen und das Fazit runden alles ab. Willkommen bei der MOBA Manufaktur. Ein kurzes Unboxing zeigt uns die solide Verpackung der Lok, gibt Einblicke auf die Zurüstteile, welche nur für die Vitrine bzw. nach Entfernen einer Kupplungsaufnahme zum Einsatz kommen. Das knallige Design der BBL Logistics ist schon sehr cool. Zufällig kommt aber auch während des Videodrehs noch eine Überraschung ins Haus, die Farbvariante der Locomotion. Schreibt uns doch in die Kommentare, welches Design der Euro 9000 werdet ihr euch kaufen. SüdExpress ist ein moderner, spezialisierter Modellbahnhersteller aus Portugal, der für anspruchsvolle Modellbahner hochwertige H0 und N-Modelle mit hohem Detailgrad bietet. Wir wurden damals auf den Hersteller durch die Auslieferung der Stadler Eurodual-Modelle der Baureihe 159 aufmerksam. Nachdem wir hier ein erstes Modell in Händen hielten, waren wir vom Detailgrad mehr als überzeugt. Inzwischen haben wir 2 Eurodual und einige Ganzzüge von SüdExpress im Bestand. Der 360-Grad-Blick in Zeitlupe soll euch mal alle Seiten der Lok präsentieren. Danach gehen wir ins Detail und sehen viele angesetzte Teile, viele durchbrochene Lüftungsgitter, Griffstangen teils aus Metall, knackscharfe Bedruckung und vieles mehr. Ein wahres Feuerwerk an Details wird hier gezündet. Der Größenvergleich mit einem Taurus zeigt deutlich, dass wir es hier mit einem schweren Kraftpaket zu tun haben. Eine Länge von über 26 cm und ein Gewicht von über 0,6 Kilogramm ist eine wahre Ansage. Sehr positiv, der Führerstand ist bedruckt und mit Lokführer. Der Dachgarten ist so voller Details, dass man gar nicht weiß, wo man hinschauen soll. Die filigranen Pantographen, knackscharfer Druck, wieder viele durchbrochene Gitter und die kleinen Doppelventilatoren. Die Stadler Euro 9000 ist eine moderne, leistungsstarke Mehrsystem- und Zweikraftlokomotive des Schweizer Herstellers Stadler Rail.
Sie wird im europäischen Güterverkehr eingesetzt und gehört zur Baureihe 2019 im deutschen Fahrzeugregister. Zweikraft- bzw. Hybridsystem. Elektro- und Dieselantrieb sind kombinierbar, zum Beispiel Dieselboost, Leistung bis zu 9 Megawatt elektrischer Antrieb, das sind ca. 12.200 PS und ca. 1,9 Megawatt Dieselleistung. Im Vergleich mit anderen modernen Lokomotiven kommt klar hervor, die Stadler Euro 9000 ist eher für den schweren Ferngüterverkehr. Das Maximum liegt auf der E-Seite, Diesel gilt eher als Ergänzung für Last Mile oder Boost, nicht als Hauptantrieb. Wir öffnen die Lok mit 4 Zahnstocher und klemmen diese in die Aussparungen. Danach das Gehäuse vorsichtig abziehen. Es kommt ein Flachbandkabel zum Vorschein, welches eine Platine im Gehäuse mit der Hauptplatine verbindet. Die Hauptplatine ist schön aufgeräumt und zeigt uns die 21-polige MTC-Schnittstelle, die ab Werk verbauten 4 Kondensatoren bzw. Energiespeicher und die ebenfalls ab Werk verbauten Lautsprecher. Weiters sehen wir sauber verlegte Kabel, die Lichtplatine und die Motoren im Gehäuse zum Antrieb der 4 Lüfter bzw. Ventilatoren. MTC21 Decoder von ESO, in diesem Fall ein Loksound 5. Wir gehen auf die Homepage von SUDexpress und suchen unser DC-analoges Lokmodell. Auf der Detailseite unten rechts finden wir den Download zum Decoder-Projekt. In diesem ZIP-File enthalten ist das Soundprojekt für den ESO und auch ein Merkblatt in Deutsch und Englisch zu den Funktionen und Sounds. Der Upload auf den Decoder erfolgt über den Lokprogrammer. Habt ihr kein solches Gerät im Einsatz, macht euch dies sicher auch euer Modellbahnhändler. Oder ihr kauft gleich das Premium-Modell mit Sound. Eine erste Testfahrt auf der Anlage zeigt uns das Anfahr- und Bremsverhalten der Lok. Auch fahren wir sie je 20 Minuten in jede Richtung mit verschiedenen Geschwindigkeitsstufen ein. Ich persönlich lege immer viel Wert aufs Einfahren einer Lok, so kann sich alles sauber einlaufen. Wie kurz erwähnt, die Lok hat ab Werk einen Energiespeicher verbaut. Die 4 Kondensatoren helfen der Lok, stromlose Schienenabschnitte zu überwinden, ohne dass dabei die Fahrt oder der Sound unterbrochen wird. Unser Test zeigt, solange eines der Drehgestelle Strom bekommt, ist die Lok sehr sauber mit Energie versorgt. Bekommen beide Drehgestelle keinen Strom mehr, schafft die Lok mit Hilfe des Energiespeichers ca. 8 cm Strecke bei geringer Geschwindigkeit bzw. sind es 3 bis 4 Sekunden.
Achtung, bei Dreileiterfahrer wird es sich etwas anders verhalten, da nur ein Drehgestell einen Puko-Schleifer hat. Das Thema Zugkraft ist vor allem bei einer Güterzuglok wichtig. Fährt man gerne lange Züge auf seiner Anlage und hat Steigungen wie Wendel oder ähnliches, wird es sogar zum Prio 1 Thema. Wir sehen die Euro 9000 mit 16 Kesselwagen. Diese werden ohne Probleme, ohne Traktionsprobleme durch die halbe Wendel gezogen. Auch habe ich einen Prüfstand mit einer Kofferwaage aufgebaut. Hier muss die Lok zeigen, wie viel Kilogramm sie der liegenden Waage abnimmt. Der Mittelwert der zwei Messungen beträgt 0,125 Kilogramm. Zum Vergleich, ein Taurus schafft hier 0,095 Kilogramm. Möchte das jemand nachmachen, ruiniert euch bitte aber nicht die Haftreifen. Kommen wir endlich zu den vielen Funktionen. Wir starten mit den mechanischen und klappen die Pantographen aus und prüfen die Federung. Zeigen die gefedernden Puffer, den Kupplungsschacht, den Radienausgleich der Räder und ein absolutes Highlight, die 4 angetriebenen Ventilatoren. Die Lichtfunktionen zeigen Abblendlicht, Fernlicht, die Führerstandsbeleuchtung und die separat schaltbaren Rückleuchten. Alles da, was man so braucht. Der Sound ist sehr viel ausführlicher. Wir starten im Dieselmodus, heben einen Pantographen und können somit in den E-Modus wechseln. Das Anfangsgeräusch, Hupe kurz und lang, sind passend. Die vielen weiteren Soundfunktionen möchte ich dann auch schon nicht mehr kommentieren bzw. zeige ich auch nicht alle. Das sollten Interessierte selbst durchspielen. Und wie kann man so eine moderne Lok am besten in Szene setzen? Natürlich, indem wir auf der Anlage fahren. Dazu sehen wir 3 verschiedene Güterzüge, die Euro 9000 der BBL mit den 9 K&S-Wagen, die ebenfalls von Südexpress stammen. Die optisch grandiose Euro 9000 der Locomotion mit einem LKW Walter KLV und dann nochmals die BBL mit einem langen Kesselwagenzug, wie ich sie vor kurzem in Linz gesehen habe.
Kommen wir zum Fazit unseres Praxischeck. Wir gestehen, die Euro 9000 von SUDEXPRESS hat es uns nicht leicht gemacht. Unserer Meinung nach gibt es kein perfektes Modell. Somit mussten wir intensiv suchen, was wir bemängeln können, und tatsächlich haben wir dann 2 Punkte gefunden. Den ersten nennen wir Berührungsangst. Durch die extrem vielen Details muss man echt überlegen, wo und wie man die Lok anfasst. Wir haben dafür genug Erfahrung, aber das mag vielleicht jemanden stören. Zweitens, der Preis ist aus unserer Sicht angemessen, sicher aber für manche zu hoch. Die positiven Punkte überwiegen ganz massiv und vermutlich wird ein Epoche 6-Fahrer an dem Modell langfristig sowieso nicht vorbeikommen. Die extreme Detailliertheit, mechanische Funktionen wie die motorisierten Lüfter, Energiespeicher ab Werk, kostenloses Soundfile zum Download, das super Fahrverhalten mit viel Zugkraft, das alles hat uns überzeugt und macht sehr, sehr viel Freude an der Lok. Bitte das Video liken, hypen und teilen, damit jeder Modellbahner weiß, wie er mit der neuen Euro 9000 von SUDEXPRESS dran ist. Leben wir gemeinsam die Begeisterung für die Modelleisenbahn. Somit die strikte Empfehlung, ein kostenloses Abo für unseren Channel dazulassen. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.